herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Livestream auf meinem YouTube-Channel gametag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, jetzt auch mit Facecam. Ja, wir reagieren heute auf die Direct von Sony, Direct haben wir es beinahe gesagt, auf die Pressekonferenz von Sony. Diese hat heute Nacht um 2 Uhr an sich schon stattgefunden. Allerdings konnte ich die aus diversen Gründen heute Nacht um 2 Uhr leider nicht live mitverfolgen. Dafür werde ich diese aber jetzt ansehen und ich habe das ehrlich geschafft, wie auch immer ich es geschafft habe, während der Schule mich nicht spoilern zu lassen. Es ging gar nicht komplett, ich weiß, dass sie irgendwas über die PS5 gezeigt haben. Was es war, weiß ich nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Mit fast angefangen direkt an, es gibt eine halbe Stunde die Pressekonferenz, das ist machbar. Und gebt mir bitte mal Feedback, ob ihr Ton habt und ob ihr genug Ton habt. Oder ob das so wenig ist, aber das werden wir jetzt herausfinden und sehen. Ich habe noch keinen Ton mehr gerade. Thank you for being here and joining us through live stream. Last year on this stage, I spoke about our purpose. Our purpose informs how we approach our Ist definitiv zu wenig. making great content, products and services that resonate with people. So, jetzt glaube ich besser, eventuell hoffentlich, Fragezeichen. I also spoke about our identity. Creativity is a powerful Der Japaner, die kommen Englisch können auch, da kann das jetzt einigermaßen Englisch. When it is combined with our technology, Da muss man jetzt mal loben, ne? So. Today, let me show you Sony's ongoing evolution as a creative entertainment company. Across our businesses, we are focused on getting closer to people. Those people are the audiences, fans. Also tu es nicht übersetzt, weil ich denke mal, ihr dürft es selbst verstehen. Ich kann mal sehen, wenn die Untertitel anbieten, dann kann ich euch die einfügen. Aber die sind nur Audio generiert, das lässt man lieber sein. Aber ich denke mal, ihr braucht keine. Multiple Golden Globe Awards. And Sony Pictures Television's The Crown was also recognized. I believe this success represents Also wie gesagt, Sony hat halt nicht nur die Gaming-Sparte, das merkt man schon. Die haben auch eben noch Filme und sonst noch alles und dann fangen die schön an. Ist ja klar, ich meine, Sony Pixar ist ja wirklich bekannt, die sind bekannt für große Filmproduktionen. Which will take place at the end of this month. Here at CES, we are showcasing our latest products that are helping users connect with their favorite creators. Ja, ich denke, man muss zum Ton ja gut passen. Our new Probiert TVs, for example, feature 8K ich habe gesagt, dass doch ein 8K irgendwas kommen wird, ne? Hab ich predicted, dass Sony da ein 8K-Fernseher raushaut. 360 Reality Audio, a new way of enjoying music using 360 Reality Audio, davon haben wir schon gehört, von Dolby hat das ja auch mit. Dolby Cinema. Ist richtig krass. We also drag you to see our latest technologies that are transforming how people create and deliver their content to users. With volumetric capturing technology, filmmakers now have creative flexibility to capture locations and sets in 3D, and then shoot them later in real time with photorealistic results. This will significantly improve production workflow of television, films, and music videos. Hi Minecraft Girl, hi Operation Hornbach, moin. Schönen guten Nachmittag euch, ich hoffe alles ganz gut, ich hoffe ihr versteht mich auch. Ich muss das halt mal auf mein Handy aufmachen, sonst wäre es komplett verrückt hier. Warum bin ich der Anti-Live-Zuschauer? Bis jetzt nicht, ich habe deshalb 3 Zuschauer, ich glaube die meisten haben das gestern schon live gesehen oder sowas. Ich meine, ich tue darauf nachhinein Reaction 1 war es gestern schon. Und ich glaube, das ist für die meisten durchaus nicht so interessant. Ja. Our Null. eye-sensing light
field display delivers super high precision and contrast for the best spatial reality experience. With this technology, Das ist interessant. Also hat das nichts mit Gaming zu tun, aber ich finde es trotzdem auch interessant. So Testing ist ja durchaus auch innovativ. Zum Beispiel das Ding hier ist durchaus innovativ. Kann man nichts gegen sagen. Ja, ist die Lampe hier an, die macht man, weil es hell macht, ist die scheiß Lampe hier. Sorry dafür. Lul. Ja, es wechselt. Manchmal mehr, manchmal weniger Zuschauer. Lul. Jetzt geht's hier los mit Gaming, ey, tschüss. Komm, zeig mir die PS5. Das würde mich alle interessiert. Ja. Weil auf die PS5 bin ich verdammt gehypt. Ich glaube, die kann erst eine mächtige Sache werden. Ja, wenn die einfach etwas zeigen würden, das wäre geil. PlayStation. Ja, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt wird spannend. To share a little bit more about the latest PlayStation news, it is my pleasure to introduce from Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Alle haben so die Smartphones da und filmen. Kann ich auch. Komm, film mal jetzt einen ganzen Spaß hier. Thank you, Yoshida-san, and Ich good hab keine afternoon, Ahnung, ne? everybody. 1 month ago, we celebrated the 25th anniversary of the PlayStation brand. 25 years Was ist das ago, da für we launched PlayStation, the Lul? original PlayStation, thanks to the creative vision of an engineer, Ken Kutaragi. That original PlayStation helped elevate video games to mainstream culture. Wie gesagt, ich weiß nicht alles, weil ich davon ausgehe, dass ihr Englisch könnt einigermaßen. The spirit of innovation and how Ich fand Sony die used PS1 technology am to make a geilsten vom Design, muss ich generational ganz leap ehrlich in sagen. real-time Die werde ich irgendwann nochmal holen, weil die ist interactive legendär vom Design. continued with each successive platform, from PlayStation 2 to PlayStation 3. With our current generation console, PlayStation 4, we have never stopped innovating. We've constantly added and refined features to stay ahead of players' needs. And the hardware was designed to expand as technology advanced. Capabilities such as VR, 4K, and HDR coming later in the PS4's life cycle. That relentless focus on innovation, along with a content lineup of the best exclusive games, has propelled PS4 to record sales. As of Sony's Q2 earnings PS4, das ist einfach so ein Markenname. Ist ein bisschen so wie Nintendo in die Richtung. Jeder würde sagen, der halt keine Ahnung hat, sagt so, ja, hast du PlayStation oder so, oder hast PlayStation gespielt. Gab es immer auch so eine Reporterin, die hat irgendwann erzählt im Fernsehen, ja, gestern habe ich PlayStation auf, Super Mario auf PlayStation gespielt. Eigentlich nur so, ne? Ist einfach der krasse Name. Aber 106 Millionen PlayStation 4 Systeme, das sind schon krass viele, Respekt. Boah, 1,15 Billionen Games sind auf der PlayStation 4 verkauft worden. Tschüss. Das sind krasse Daten. 5 Billionen PlayStation VR. PlayStation VR ist schon interessant. Wenn man VR wirklich spielen will, finde ich es machbar ist am PC. Das finde ich auf der Play jetzt noch nicht persönlich ausgereift. Was ist eure Meinung zu PlayStation mit VR? Gerne damit ab in die Kommentare. Das sind schon einige tatsächlich. PS4 has just enjoyed its 7th holiday season, but we're not done yet. With our community of more than 100 million gamers, we will ensure we have a content portfolio that is diverse and includes games from our internal studios, as well as our partners, the largest publishers and independent developers alike. We're fortunate to have an unrivaled lineup of upcoming PS4 exclusives that fans can't wait to play, Ja, immer noch bei including PS4. Final Fantasy VII Remake, Marvel's Iron Man VR, and The Last of Us Part 2, just some of the titles coming to PS4 in 2020. PlayStation is the true embodiment of a creative entertainment company with a solid foundation of technology. And it's our mission to embrace the entire creative community, elevating their content on our platform for PlayStation fans. Zuletzt.
That commitment will carry us through as we embark on the launch of our next generation console, PlayStation 5, coming this holiday. Dieses Jahr kommt zu I'm PlayStation pleased to 5. share with you today, for the first time, our new logo. Immer das Logo von der PS5. With more people in the world So sieht's playing more aus. games on more Ich sag mal hier, devices than ever bis raus. before. It's Dieses Logo von der truly an PS5. exciting time Ich kann noch for ein the kleines gaming bisschen industry. zurückspulen. Come this holiday, Sony will once again have the opportunity to shine a light on the world of PlayStation with our next in the world playing more. Genau, das ist das Logo von dem, für die das sehen wollen, ohne Facecam. So sieht das neue With more people in the PS5-Logo aus. world playing more games on more devices than ever before. Fast wie PS4, nur It's einfach truly eine an 5 dran, aber exciting bitte. time for the gaming industry. Come this holiday, Sony will once again have the opportunity to shine a light on the world of PlayStation with our next generation console. We've announced several key features of the PS5 hardware, which has been engineered with customizations that will truly differentiate the Das ist platform, interessant. including Wir haben future-proof 3D, technologies Audio, such as Sound, ultra-high-speed also ein bisschen SSD, Haptic, 3D Audio, Ultra High Speed Ultra SSD, HD Hardware Blu-ray, and a basierende brand new Ray, controller with haptics Ray and Tracing, adaptive was immer das ist, trigger und buttons. Ultra HD Blu-ray, That muss ja klar sein. foundation, PS5 will inspire developers to create expansive worlds with new gameplay experiences Facecam jetzt that are aus. more immersive Sorry. than ever before in how they look, sound and feel. Wollt ihr erst die PS überlegt, ihr erst die PS5 zu holen, gerne im April live set. Kann ein bisschen darüber diskutieren, wie ihr die findet. Also, ich bin jetzt nicht bekannt darüber, großartig, aber ob ihr denkt, dass ihr euch die holt oder nicht. With unprecedented speed. There's much more to share about PlayStation 5 in the months ahead, and we look forward to revealing more details, including the content that will showcase the platform and the future of gaming. Community is the bedrock of how we grow our company, and it's why our brand is so beloved. It's that promise that the PlayStation brand was built on 25 years ago, and we'll continue our mission to bring that to players all around the world. Thank you. Ja, ich glaube, das war's denn alles. Das ist auch nicht nee, ein Trailer kommt hier noch. Mal sehen. Ob man auch so nervig geschafft hat, elf Präsentation. Wir werden es hier ganz ansehen. Ja, auch wenn die Game, glaube ich, danach das Dampfen war. Gut, dass sie nicht viel zeigen, klar. Ja, immerhin haben die Namen gesagt, das sei diese Holiday. Das ist eine geile Information. Ja. Dass ich auch noch nicht gezeigt habe, war mir irgendwie klar, da wird nächstes Mal ein Special-Event kommen, wo die richtig vorstellen werden und so weiter. Das werden wir natürlich auch spielen und so weiter, ist ja klar. So, wenn das mal gehen, ist mir gerade leicht müde. Thank you, Jim, for sharing exciting news. I am confident that PlayStation will continue to evolve as the best place to play. PlayStation offers an interactive entertainment experience that is immersive and real-time. Another form of immersive real-time entertainment that Sony has focused on is sports. Sport. Sony has long been at the forefront of live sports broadcasting at countless world-class events. And we have accumulated deep technical knowledge in this area. With the launch of 5G, we see an opportunity to combine 5G's dynamic uplink capability with Wenn our das ums real-time 5G-Internet geht, das wird noch ein bisschen encoding dauern, bis das hier in and wireless Deutschland kommt. Wir haben zum Teil nicht mal communication 3G. This gives greater flexibility and efficiency to creators and to the broadcast community. Just last month, Sony partnered with NBC Sports and Verizon to conduct a proof of concept at a professional football game in Houston, Texas. Let's take a look at what we tested and what we learned.
Football Game. Ich bin gespannt. Sony's mobile and imaging products and solutions divisions worked with Verizon to create a 5G professional video transmission system. The new system was trialed during a December 2019 football game with NBC Sports at NRG Stadium in Houston. Sony professional camcorders were outfitted with prototype 5G connected encoders. These encoders leveraged Sony's mobile 5G capabilities and cutting-edge devices, along with Sony's imaging and professional solutions group's codec expertise. When teamed with Verizon's lightning-fast 5G network, a greater freedom of production was achieved, liberating cameras from fixed positions and eliminating the need for crews to set up cabling and infrastructure. This increased flexibility and easier setup, combined with outstanding picture quality and low latency, empowers a whole new level of production. Ach, war das Bild dann direkt zum Now to talk a Handy geht little oder wie? more about how technologies can change the way we capture and deliver the intense action of a interessant. live sporting event. Let's welcome to the stage CTO of NBC Sports, David Matza. CBS Sports in den USA ein riesen Konzern. Das ist Wahnsinn. How are you, Ken? Good to see you. Dave, thank you very much for joining us today. First, can you share some behind-the-scenes stories from the stage? Yeah, well, Ken, thank you, Ken, for inviting me here today. I'm super glad I get to talk about our relationship with Sony, which has gone back for many years. And I think a lot of people may not be aware that for years, Sony has been helping broadcasters in the content creation side. Well, thank you for mentioning that. As you just heard, we tested 2 5G connected cameras at a recent NFL game. Now, we've been using wireless cameras in sports broadcasting for almost 40 teuer, years, aber if you can believe Fernsehen it. ist interessant. But it's always taken a proprietary antenna systems and a complicated infrastructure that was quite cumbersome to install at each and every instance that we used it. This was not something you did at the last minute. Now, with the introduction of the Sony Xperia 5G millimeter wave camera, the flexibility and the ease of deploying a wireless camera is exciting to us because it involves simply clipping on a 5G wireless pack from Sony onto the back of one of our existing cameras and then delivering great broadcast quality pictures to our mobile units over the cellular network, which is going to be a tremendous help to us. Thank you. Well, that's great. From a technology perspective, how do you think sports entertainment is going to evolve in the future? Well, I think as expectations of the consumer evolves, we continue to have to evolve with them. This includes taking advantage of some of the consumer technologies, which you're going to see here on the floor this week, and also the gaming techniques that the younger kids are growing up with. We also continue to grow the use of AR for the presentation of graphics on screen, and volumetric steerable virtual cameras, which we use both for replays and for second screen activity. And of course, on the output side, we keep adapting for the multi-screen viewing, streaming, and small bite-sized chunks of programming. But some of the most striking effects continue to be in the camera and in its movement and position, and they're actually quite simple. We'll take a look at some of them here. The continued growth of high frame rate cameras really add to the experience where you see a very fluid motion that helps to engage the viewer in the competition field. Sieht schon richtig geil aus, gar keine Frage. They give you a sense of speed and presence in cameras in places we never thought possible. And flying cameras like the wired Skycam that you see so frequently now in big sporting events, and then drones which have become so popular in the last 5 years. They both give you a sense of motions that we used to only be able to see in big major market films, but we now can afford to do that in sports television. The most recent thing we've been working on is the development of the workflows around ultra high definition and high dynamic range. And then we derive the SDR pictures from those higher quality pictures. And that is the way we can bring this new technology affordably to our production, so we're excited about that. And when I look back, Ken, to when HD and surround sound first started, we used to say, we're trying to give our audience the best seat in the house. However, in the last few years, we've modified that statement, and now we say, let's make the experience even better than being there. And I can honestly say, Ken, we could not achieve that without Sony's help. That's great. At Sony, we are trying to get closer to both creators and users.
You are a creator in sports entertainment. My last question is, what kind of expectation do you have about Sony's contribution in this area? Well, we've been partners with Sony for nearly 2 decades, and over time we've come to rely on Sony for 3 things. 1, paramount picture quality. There's just no equal here between the image capture and the compression and recording technologies that allow things like 5G live transmission and the migration to UHD and HDR. There's no compare. Secondly, reliability. None of the excellent pictures would mean anything if we could not reliably produce them in indoor, outdoor, and oftentimes extreme conditions. Sony product just works, and it's one less thing we have to worry about on a very large-scale sporting event. I'm glad to hear that. And thirdly, support. Sony is unmatched in helping us manage these massive deployments across the venues of these international events. Their engineers come on site with us oftentimes for 40 days. And in addition to helping keep the Sony product working, which is rare that they have an issue, they even pitch in and help keep the other vendors' products working, which I think defines teamwork. Thank you, Dave. It was great to have you here tonight. And I look forward to showing you our broadcast center in your hometown of Tokyo. Yes, see you then. This summer. Thank you. Thank you. Ah ja. We showed how Sony is working with our partners, bring an even more exciting real-time entertainment experience using the latest mobile technologies such as 5G. It's not an exaggeration to say that mobile has been the mega trend of the last decade. I believe the next mega trend will be mobility. As vehicles become more connected, autonomous, shared, and electric in the coming years, they will also bring about positive social and environmental impacts. Today, and in the age of self-driving cars, safety continues to be an essential aspect of mobility. Sony will focus on supporting safety in mobility with world-class imaging and sensing technologies. And by doing so, we believe we can contribute to making a positive impact on society. Let's take a look at the video, which shows the strengths of Ja, was our hat die Leute, die da drin technologies. sitzen, direkt mit den PCs, die können das gar nicht das Sound genießen. Wenn die direkt so alles mitschreiben müssen, aber bitte. Safety was denn hier? cocoon is a Safety cocoon concept for Konzept. enhancing car safety. Sony's world-class CMOS image sensor technologies enable the position of objects to be instantly detected, even in driving scenarios where existing sensors for automotive cameras struggle. Our solid-state LiDAR uses highly accurate distance measurement to gain a precise 3D grasp of real-life spaces. This also leads to improved recognition capability for long-distance objects. Sensor fusion delivers greater capabilities by merging sensors of varied attributes. However, conventional sensor fusion has faced problems with accuracy. Initial detection was conducted separately by each sensor, and the reduction of data caused inaccurate object detection. Furthermore, if the detection results from each sensor were inconsistent, the system could not properly recognize the object, Ganz, ganz even langweilig. when the Na results gut, were beides hat ein integrated. bisschen Playstars zu tun, aber Sony's die haben sensor immer im fusion Vorn so die uses raw PS5 data to vorgestellt. extract Ne? and Das war integrate schon the optimal amount das of vorgestellt, object features. haben zumindest This ein paar significantly einfaches genannt, improves das war immer recognition spannend. accuracy, even in challenging conditions, such as rain, Klar, das hat fog, mit and Gaming ja nichts mehr backlight. zu tun, aber das ist ja auch nicht wirklich spannend. Aber ich denke, wenn es uns uns die ganze Präsentation TOF, an, ist ja in-cabin besser. sensing, uses distance measurement technology to detect and recognize people and objects inside the car. This information is used to provide an optimized infotainment system with intuitive user interfaces, and to improve safety and comfort inside the vehicle. Our sights are set on the future age of autonomous driving.
As you just saw, we are working to provide a wide range of technologies that can act as super fast and intelligent eyes of a car. Minecraft kommt. Our sensor gather information about the road and surroundings environment Weiß noch in nicht. real Weiß noch time. nicht, was heute ab. Das heißt nicht, nein, was They eigentlich. also Ich help muss the halt nichts anderes mehr als das vehicles hier. process timely Mal sehen. and accurate information, anticipate potential hazard, and avoid accidents, bisschen was even zu in the tun. toughest conditions. As shown here, we are already seeing positive results. We will keep leading the industry with our imaging and sensing technologies that go a step beyond. Sony's contribution in the field of mobility is not exclusive to the Da merkt man, dass Sony technology keine of safety. Videospielfirma ist, die sich nur auf We Videospiele believe that interessiert evolution of mobility konzentriert wie will Nintendo zum also Beispiel. Sondern haben noch viele redefine andere cars Sparten, wo die auch as Geld a new einnehmen. Sei es Sony entertainment Pixar, space. also die Filme. Ja, natürlich alle Versucher, Blu-ray-Player, Where passengers Fernseher can und be den ganzen immersed in Rotz. the content Ja, thereof. da machen die Kameras sehr gute We will natürlich. Ja, accelerate Gott, auch noch our dazu. efforts Also to Camcorder hat auch contribute richtig to professionelle the Kameras für future einen, die of jetzt vorgestellt haben. mobility. And a new initiative named Vision Autosvolks, also man sieht, die haben einiges vor. And So, to mal ja kurz deepen festkommen our lassen, wenn die den Namen davon understanding of vorstellen. cars in Ja, da kommt terms das Ganze of in their großer Art. design and technologies. We gave a shape to our vision. Ja, es kommt auf jeden Fall bei Minecraft sein, dass das besser ist. Und da kommt ein Auto oder ein hergefahren, man kennt es. This prototype embodies our contribution to the future of mobility and contains Das ist ein a variety Autoprototyp. of Okay, Sony das ist doch alles technologies. relativ interessant, so für There so are Autonerds. 33 sensors Ja. to Die monitor übrigens in the Real Life, ne? Es gibt ja outside and Forza inside of und the die car, geilen Rennspiele für proving the Speed, viability aber of das sind jetzt so sensing Autos features fürs and Real the Life. Der capabilities normale of Leute haben auch noch Sony's ein Real Life, nur so solutions. als Info. Regarding the entertainment aspect, one of our new offerings for in-car entertainment is 360 reality audio. For you to truly enjoy an immersive audio Der experience, 360 Audio Experience im Auto, aber it okay. also comes with an Nette Idee. intuitive human Und die mass Fernseher sind, interface with a ist ja ein wide Mediaboard screen mit den ganzen that Dingern da displays vorne, das ist doch voll various Ablenking. driving information and Mit Entertainment. content. Aber das ist doch geil mit den Panorama-Screen. Another concept that informs the development Aber of das this ist in der prototype Zukunft, in der is Vergangenheit war es doch so mal, es gibt da so ein Autos mit Fernseher hinten dran. based on the Ne? software Und da war es oriented auch bei design. Entertainment-Systemen, gab es ja früher mal Diskussionen, ob der Fahrer vorne auch was bekommen sollte, der Beifahrer vorne. Und dieses Nein, das konnten Fahrer dann auch wieder ablenken und so weiter. Also bis wundert das, wenn das so wirklich loskommt, dass man vorne an einem langen Smartboard auch Entertainment sehen kann. Ja, vielleicht geht das trotzdem nur hinten. And this prototype is built on a newly designed EV platform, allowing for future applications in other vehicle types, such as Das SUVs. sollen jetzt anfangen, die Autos zu machen. The creation of this prototype would not have been possible without the knowledge and the cooperation of our partners in the automotive industry, including Magna Steyr, who supported us Die lernt halt kennenzu, hat on Nvidia auch. the Lul. engineering of the Boss vehicle. natürlich, BlackBerry kennt man. So I'd like to express my sincere gratitude Bentley to kann man all auch kennen. of our partners listed here. Continental natürlich. We will continue to pursue the Vision S initiative, focusing on safety, entertainment, and adaptability.
Today, we have shared our upcoming products and technologies in the audio-visual domain. We have showcased the evolution of PlayStation with its next-generation platform and continuing commitment to immersive gaming experience. Ja, auf der PS5 kann man durchaus We freuen. have shared how exciting partnerships will help us lead as innovators in the area of sports entertainment and 5G. And we have given you a glimpse of what's to come in mobility. We are committed to making a meaningful contribution to society, and we are excited about the road ahead of us. And we, Sony, will continue to evolve as a creative entertainment company with a solid foundation of technology. Ja, supi. Thank you, and have a great CES. Ja, man kann zusammenhalten, es war relativ meh. Also, die hatten so ein Gutes mit der Kamera und den 5G-Zeugs. Weiß nicht, was genau das ist. Also diese riesen Dinger da. Wo haben wir denn die da mal eins davon irgendwo stehen? Die sehen schon. Das ist ja mal gerade keins hier in dem Moment, wo es dahin halte. Diese Dinger hier, das sind halt mordsprofessionelle Dinger, die jetzt schon nicht von Heimgebrauch, meiner Meinung nach zu verwenden sind. Ich habe keine Ahnung, was habt ihr jetzt da vorstellen. Weil ich glaube, auch für Hobby-YouTuber wird das ein bisschen zu teuer sein, aber okay. Also das Ding, weil ich bin ja so Technik, Film, das heißt, das interessiert mich durchaus. Auto-Rotz fand ich nicht so interessant. Klar, das ist ja ein Prototypen fand ich das alles ganz interessant, das alles. Und auch das mit dem Homeboard Entertainment System. Wenn man da nochmal hinschwitzt. Wenn das denn mal laden würde. Genau, mit hier vorne mit dem Entertainment-Dings. Das ist, da läuft ja was, denn da sieht man ja, dass der Rest des Bildschirms läuft. Also es wundert mich, wenn das so bleibt. Aber das finde ich interessant mit einem Panoramascreen. Ist Neuerung, hat aber so bis jetzt noch gar kein Auto. Ist halt auch die Frage von der Sicherheit, ne? Und dass wir halt dann natürlich die PS5 wissen, dass die diese Holiday, also kommendes Weihnachtsgeschäft das sein. Und das so, bekommen wir so nochmal einen großen, vermutlich nicht. Probieren kann man es aber immer. Bla bla bla, dies, das, jenes. Genau, das ist das Logo in groß, das sehen wir uns mal ohne Facecam. Das ist das PS5 Logo. Das haben die gezeigt und eben gesagt, dass es diesen Winter erscheint. Das war aber auch alles. Dementsprechend festgehalten, war ganz nett. Belassen wir bei dem. Und ja, ne, das soll es dann auch so tatsächlich gewesen sein für die CES 2020 Pressekonferenz von Sony. Ich bin froh, dass es erst nicht die ganze bis heute um 2 Uhr früh immer aufgewacht bin, nur um mich das hier reinzuziehen. Da wäre es enttäuscht gewesen, glaube ich. Aber das war's soweit. Danke fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!